Herzlich willkommen zum Klöpple. Ich habe hier einen kleinen Klöppelbrief von einem Grund und jede Menge solcher Klöppel mit Garnresten drauf. Das ist ein schönes poliertes Garn aus Baumwolle und hat eine tolle Wirkung und ich möchte gerne damit jede Menge so kleiner Gründe machen mit diversen Gründen oder Mustern und mir das sozusagen einen Gründeordner selber erstellen. Das gibt also jede Menge kleiner Passepartouts. Diese Gründe werden am Schluss bei mir auf der Homepage in den Shop gestellt. Also da werden immer mehr dazukommen. Wer Interesse an einem Grund hat, wird ihn dann dort finden. Jetzt werden sich sicher einige fragen, was das für ein Grund ist, oder ich bin davon überzeugt, dass viele, die sich hinsetzen, zuerst überlegen müssen, ihn aber trotzdem schon kennen. Es ist eine Rohrstuhlgrün-Variante im Halbschlag, werde ich sie machen, und zwar sieht eine Masche so aus. Das heißt, wir haben eine Nadel, hier wäre die nächste Nadel und hier wäre die nächste Nadel. Wir haben eine Nadel, dann leer und erst hier unten wieder eine Nadel. Das heißt, hier wäre theoretisch eine Nadel und hier wäre theoretisch eine Nadel, wenn man den Grund, sagen wir mal, im normalen Löcherschlag klöppeln würde. Wie klöppeln wir jetzt also? Wir machen einen Halbschlag, Nadel, Halbschlag, gehen dann diese lange, wo theoretisch eine Nadel wäre, durch und machen einen Halbschlag. Dasselbe auf der linken Seite. Und erst dann kommt unten wieder Halbschlag, Nadel, Halbschlag. Und dann wieder genau dasselbe nach rechts unten und nach links unten einen Halbschlag. Gründe arbeitet man ja meistens in der Diagonale. Ich werde Ihnen jetzt aber zum Verständnis in der waagerechten arbeiten. Ich habe hier also immer Kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen beim Anfang. Und links mache ich einen NN2-Rand, das heißt, ich gehe jetzt hier als erstes Mal raus, kreuzen, drehen, links ein zweites Mal drehen, nehme mir eine Nadel und wieder kreuzen, drehen, links ein zweites Mal drehen. Hier sind wir also bereit. Dann gehen wir mal weiter und schauen, was machen wir? Wir haben hier als erstes, bevor jetzt wieder eine Reihe Nadeln kommt, diese Kreuzung ohne Nadel. Also, wir haben eine Nadel und haben hier diese Kreuzung ohne Nadel. Das heißt, wir nehmen von der linken Nadel, von der rechten Nadel ein paar Kreuzen, drehen. 2 weglegen, die 2 nächsten. Wieder, wir haben schön von der linken Nadel, von der rechten Nadel kreuzen, drehen, beide weglegen, 2 frische, kreuzen, drehen, weglegen, 2 frische, kreuzen, drehen, weglegen, 2 neue, kreuzen, drehen, weglegen, 2 neue, kreuzen, drehen, weglegen und so weiter. Ich muss hier mal aufs Brettchen. Dann wieder die nächsten 2, kreuzen, drehen, weglegen. Nein, nur die nächsten 2. So. Wieder die nächsten 2, kreuzen, drehen, weglegen. 2, kreuzen, drehen, weglegen, 2, kreuzen, drehen, weglegen. Hier haben wir wieder den Rand, also kreuzen, drehen, rechts ein zweites Mal drehen und die Nadel setzen und wieder kreuzen, drehen, rechts ein zweites Mal drehen. Ich muss mir hier mal schnell. So. Gut, wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind wir in der Reihe mit den Nadeln. Das heißt, hier sind wir gut und jetzt gucken wir. Hier ist
gekreuzt und gedreht. Hier haben wir nichts, also ist das dazwischen, wo die Nadel hinkommt. Hier haben wir wieder gekreuzt. Also ist das wieder dazwischen. Wir suchen jetzt uns ein Dazwischen, zwischen diesen Kreuzungen und machen Ganzschlag und machen einen Halbschlag. Kreuzen, drehen, Nadel setzen, kreuzen, drehen. 2 weg, 2 neu. Jetzt seht ihr, wir sind dazwischen. Kreuzen, drehen, Nadel setzen, kreuzen, drehen. So, jetzt haben wir alles schon ein bisschen miteinander verbunden. Wenn wir jetzt nicht mehr wissen, wo wir sind, wobei wir hier ja immer 2 Paare weglegen, 2 Paare weglegen. Hier sind also einfach die nächsten 2 Paare. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, sucht euch mal so ein typisches Kreuzen, Drehen. Hier haben wir das ja nicht, also hier. Dann wäre hier eine Nadel. Also gehören die 2 hier, diese 2 zusammen. Die 2 hier gehören also wieder zusammen. Also kreuzen, drehen, Nadel. Kreuzen, drehen, 2 weg, 2 neu. Kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen, 2 weg, 2 neu. Kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen. Wenn wir jetzt die ganze Reihe durch haben, könnt ihr wieder sehen, wir haben wieder Platz dazwischen. Also wir haben hier eine geschlossene Nadel, dann haben wir viel Platz, dann haben wir wieder eine geschlossene Nadel und wieder viel Platz. Und immer da, wo wir jetzt viel Platz haben, einfach nur zur Orientierung, wo ihr seid. Da gehören jetzt diese 2 wieder zusammen für diese Kreuzung hier in der Mitte. Also wir haben ja jetzt eine Nadelreihe, kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen, wie hier jetzt. So, wir haben jetzt hier wieder, wo sind wir nicht. Hier haben wir schön gekreuzt, gedreht, also die sind von der Vorreihe zusammen. Hier haben wir, gehört nicht zusammen, also schauen wir haben hier die Nadel gemacht, also haben die beiden zusammengehört. Wir legen immer 2 weg und nehmen 2 dazu. Kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen, 2 weg, 2 weiter. Wenn ihr also wieder hier seid und nicht wisst, müssen wir hier verbinden oder nicht, Nadel, 2 weg, also 2 frische. Kreuzen, drehen, Nadel, kreuzen, drehen. Ihr sucht euch, wenn ihr bei der Nadelreihe seid, immer die letzten 2, die ihr gemacht habt, legt die 2 weg und holt euch die nächsten 2. Dann wisst ihr, wo ihr seid. Zwei weg, 2 neue, Nadel setzen, jetzt wieder 2 weg, 2 neue, also die nächsten 2, kreuzen, drehen, Nadel setzen, kreuzen, drehen. Hier auf der linken Seite machen wir gleich den Rand, kreuzen, drehen, links ein zweites Mal drehen, Nadel setzen. Und auch gleich wieder schließen mit kreuzen, drehen, links ein zweites Mal drehen. Dann legen wir die 2 Mal weg und gucken jetzt, wo wir hier sind. Wir hatten die Nadelreihe, also sind wir jetzt wieder bei dieser einen Reihe, nur Halbschlag. Hier haben wir schön
die Nadel, diese 2 Paare, die Nadel, diese 2 Paare. Wir müssen ja von der linken Nadel ein Paar nehmen, also das hier, und von der rechten Nadel ein Paar nehmen. Also von der linken und von der rechten. Das kreuzen wir einmal ab und legen auch gleich weg. Die nächsten 2 kreuzen, drehen und weg. Die nächsten 2 kreuzen, drehen, weg. 2 kreuzen, drehen, weg. Und hier habt ihr jetzt, ihr wisst, wir haben die Nadelreihe schon durch, also sind wir in der Zwischenreihe mit dem Kreuzen, drehen, also mit dem Halbschlag einmal. Wenn wir also hier jetzt sind und gucken, was sind wir, wo müssen wir hin. Okay, hier haben wir gekreuzt, wie ihr sehen könnt, also das haben wir schon gemacht. Dann wären es jetzt einfach die nächsten 2. Oder ihr sucht euch die Mitte von der Nadel, dann wisst ihr, die beiden gehören zusammen. Also gehören die beiden hier auch zusammen. Die beiden gehören zusammen, die haben wir schon gemacht. Also weiter geht's mit diesen 2. Kreuzen, drehen, weglegen, kreuzen, drehen, weglegen. Ich denke, das habt ihr verstanden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachklöppeln und bye bye, bis zum nächsten Mal.